Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Teil meines Let's Plays von Warlock Masters of the Broken World auf dem Schwierigkeitsgrad Overlord. Bevor ich anfange zu spielen, ein paar Worte, die ich wahrscheinlich für diejenigen erwähnen sollte, die dies in der Zukunft ansehen werden. Es liegen 3 Monate zwischen dem letzten Teil und diesem Teil. Wenn ihr also das Gefühl habt, dass es Ungereimtheiten im Let's Play gibt, liegt das daran. Außerdem konnte ich in diesen 3 Monaten das Spiel überhaupt nicht spielen. Ich kehre also zum Spiel zurück und bin ein wenig eingerostet. Vielleicht wird das Gameplay also nicht ganz so ausgefeilt sein, vielleicht etwas langsamer. Das ist also der Grund. Bitte seid mir nicht zu böse, wenn ich irgendwo einen Fehler mache. Nun, das kommt vor. Aber ich denke, das größere Problem wird sein, dass ich vielleicht wieder Dinge erkläre, die ich bereits erklärt habe. Also seid bitte geduldig oder überspringt einfach den Teil, in dem ich etwas erkläre, das ihr schon gehört habt. Aber hoffentlich erinnere ich mich an das meiste. Ich habe kurz ein paar Teile angesehen, die ich vor diesem hier aufgenommen habe. Wir werden sehen, wie es läuft. Okay. Im letzten Teil haben wir das 9. Fragment abgeschlossen und sind nun hier auf der Astralebene. Und ich hatte euch gefragt, ob ihr wollt, dass ich Ohr, Wanta oder M angreife, glaube ich, oder ob ich ein neutrales Fragment wählen soll. Ich glaube, die Frage war, wer möchte, dass ich Ohr angehe? Wer möchte, dass ich Wanta angehe? Es gibt wirklich keinen Grund, das jetzt zu tun. Außerdem sind diese kleinen Fragmente ziemlich mies. Es gibt nur ein Fragment, das tatsächlich eine Überlegung wert wäre, das hier für die Nekromantengilde, um Vampirismus für den Krieger zu bekommen. Aber ja, das war's auch schon. Keine anderen guten Dinge. Die Belohnung ist nur ein bisschen Gold. Wenn es eine gute Einheit oder vielleicht eine Waffe oder etwas in der Art gäbe, würde ich es wahrscheinlich versuchen. Aber nur für die Nekromantengilde würde ich lieber einen Meister auf einem größeren Fragment wählen, wo es unterhaltsamer ist, als ein winziges Fragment anzugehen, das meist in 20 Minuten vorbei ist. Also denke ich, fang mit O an und räume einfach den Weg durch all diese kleinen Fragmente und Monster frei, während sie auftauchen. Und meiner Erfahrung nach ist es meist einfacher, Ohr zu erobern, als Wanta zu erobern. Und nach der Pause brauche ich wirklich etwas, das ein bisschen einfacher ist. Also gehen wir hinter ihm her, reden wir mit ihm. Hey Ohr, ich habe beschlossen, dich ins Chaos zu stürzen. Bereite dich darauf vorzustellen. Okay, hier sollte ich wirklich so viele Boni wie möglich mitnehmen. Also das ganze Gold, alle Edelsteine, das ist in Ordnung. Auf jeden Fall die Bibliothek. Die Taverne, warum nicht? Was ist mit der Werkstatt und der Schmiede? Nun, ich glaube, die werde ich eine ganze Weile nicht brauchen. Also denke ich, so sollte es in Ordnung sein. Und wir können angreifen. Und weil ich die Werkstatt nicht genommen habe, wisst ihr wahrscheinlich schon, was ich spielen werde. Ich werde wieder den Kommandanten nehmen. Ich weiß, dass ihr wisst, dass es wieder der Kommandant ist, aber wegen dieser 3-monatigen Pause möchte ich wirklich etwas spielen, bei dem ich ziemlich sicher bin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dem Kommandanten nicht zu viele Fehler machen werde. Es mag einige Fehler auf der strategischen Karte geben und mit dem Kommandanten habe ich die größte Chance, diese Fehler in Schlachten auszugleichen, einfach weil ich mich mit ihm am sichersten fühle. Also ja, ihr werdet noch einen Splitter überleben müssen, bei dem ich den Kommandanten spiele. Was haben wir denn hier? Der Priester in seltsamen Gewändern kommt in deiner Festung an und behauptet, ein Bote des Geistes des Wissens zu sein. Er brachte Tribut und sagte, die Geister seien froh, einen wahren Meister in diesen Landen willkommen zu heißen. Sie hoffen, dass sich dieser Splitter deiner Welt anschließt und möchten deinen Champions und ihren Soldaten helfen, schneller Erfahrungen zu sammeln.
Okay, das bedeutet, dass wir in der Welt des Wissens sind und das heißt, das Aufleveln wird viel schneller gehen, Das ist schön. Egal welchen Helden man wählt, es hilft immer sehr. Aber denkt daran, der Gegner hat denselben Bonus. Also auch wenn es so aussieht, als würdet ihr wirklich schnell aufleveln, levelt die KI sogar noch schneller. Ihr müsst euch also trotzdem anstrengen. Okay. Ich frage mich, ob sie auch anderen Meistern helfen. Die Belohnung oder der Bonus dafür waren 16 Edelsteine. Das ist immer recht nützlich. Und der rituelle Gang, den wir nicht brauchen werden. Und lassen wir uns unsere Startposition ansehen. Das erste schon schlechte Nachrichten, wir starten in Sümpfen. Also, das Edelsteineinkommen ist nett, aber das Goldeinkommen ist ziemlich mies. Nur 5 Gold in der Heimatprovinz. Das ist ziemlich schlecht. Was ist mit den Orten? Nur 2 Sumpfkreaturen. Für eine Weile keine Chance. Untote. Sieht eher nach etwas aus. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen besser. Aber ja, Untote sind nicht so schwer, also werden sie ein frühes Ziel sein. Aber nichts wirklich Gutes in der Hauptstadtprovinz, also schauen wir mal, was es drumherum gibt. Brian Gesetzlose mit 2 Standorten und 21 Einkommen, okay. Nichts Interessantes dort. 2-1 Briganten mit einem Standort. Das ist noch schlimmer. 323 Siedlungen mit 2 Standorten im Sumpf. Okay, das wird wahrscheinlich das erste Ziel sein. Es scheint, vielleicht war es hier. Barbaren 71 mit 2 Standorten. Das ist ziemlich gut. Ziemlich gute Provinz, aber Barbaren so früh. Nein, bitte nicht. Also, ja, ich denke, das sieht nach dem ersten Ziel aus. Das Einkommen ist mies, aber es ist das Beste von diesen anderen Optionen. Das sind Echsen. Also nur um das Einkommen zu sehen. 71 ist zumindest ein schönes Einkommen und ein Standort. Um ehrlich zu sein, hätte ich erwartet, dass Echsen in Sümpfen wären und eine freie Siedlung auf Ebenen. Aber ja, wie auch immer. Und hier haben wir Goblins mit einem Standort und 0-1. Oh. Okay. Das ist im Grunde, als wäre es gar nicht da, es ist nichts. Holen wir uns einen Helden. Ich werde schnell ein Barbarenlager bauen. Wie gesagt, der typischste Start für mich, Barbaren mit einem Kommandantenhelden. Schauen wir uns seine Einheiten an. Was haben wir? Miliz. Geht in die Garnison. Schleuderer wollen wir definitiv nicht behalten. Und jetzt ist die Frage, will ich den Speerkämpfer behalten oder nicht? Nun. Vielleicht behalte ich ihn. Denn ich überlege, ob ich vielleicht nicht zuerst auf die freie Siedlung gehe. Aber, check diese Briganten. Sie haben 2 Standorte. Das Einkommen ist ein wenig schlechter als das der freien Siedlung. Aber der Grund, warum ich das in Betracht ziehe, ist, dass nach dem ersten Kampf meine Einheiten angeschlagen sein werden und ich würde lieber die freie Siedlung mit einer Armee angreifen, die nicht volle Lebenspunkte hat, als umgekehrt. Also werde ich zuerst das hier mit einer gesunden Armee angehen und dann sehen, wie stark meine Einheiten beschädigt sind und dann zur freien Siedlung springen, weil ich ziemlich sicher bin, dass ich das auch mit Einheiten schaffe, die nicht bei voller Gesundheit sind. Briganten mit angeschlagenen Einheiten anzugreifen, könnte tatsächlich ziemlich riskant sein. Okay. Nun ja, das klingt nach einem Plan. Und eine Sache, die ich vergessen habe, ist wie immer 3 Ermüdungen. Also 3 Barbaren, Speerkämpfer, Ermüdungen. Los geht's.
Das Problem hier ist, wir kommen aus dem Sumpf und ja, es wird dort nicht so viele Felder auf unserer Kartenseite geben, um Einheiten zu platzieren. Äh, und aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass das hier alles schrecklich schief gehen wird. Zumindest sind es nur 4 von ihnen. Also vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Also schauen wir mal. Die übliche Verteidigungslinie etwa so. Und lass mich das noch einmal überprüfen. Es sieht so aus, als ob alle 3 Felder hier unpassierbare Hindernisse haben. Und wenn ich so stehen bleibe, denke ich, dass alle gegnerischen Einheiten durch diesen Teil der Karte kommen werden. Und weil es nur 2 Felder sind, bedeutet das, dass ich nur mit 2 Einheiten gegen sie kämpfen kann und der Rest einfach zurückbleiben muss. Und ich würde wirklich lieber mit all meinen Einheiten gegen sie kämpfen, um einen von ihnen einkesseln und immer in einem Zug ausschalten zu können. Und den Kampf so kurz wie möglich zu halten. Also ist das vielleicht nicht die ideale Position? Was wäre mit so etwas wie hier? Oder vielleicht sogar so? Hier sind 3 Felder von diesem Hindernis vom Teich entfernt. Also ein bisschen mehr Platz zum Manövrieren. Überall dieser Sumpf. Das ist das größte Problem. Aber ich denke, das ist eine etwas bessere Position als da oben. Also lass uns das mal versuchen. Okay. Zuerst Ermüdung für den Bogenschützen und wieder den Zug beenden. Und hier noch eine Ermüdung. Oh, vielleicht nicht schon wieder für den Bogenschützen. Was ich mir denke, ist, dass dieser Kerl zuerst kommen sollte. Und ich sollte in der Lage sein, einen Briganten mit voller Ausdauer problemlos abzuwehren, denke ich. Aber bei diesem Kerl, wenn es so läuft, wie ich es mir vorstelle, wird er mindestens 2 Züge brauchen, um mich zu erreichen. Und wenn ich 2 Ermüdungsangriffe auf ihn verwende, wird er, wenn er ankommt, völlig erschöpft sein. Und ich muss im Grunde gegen Einheit weniger kämpfen. Also ja, ich werde beide Ermüdungsangriffe auf diesen Kerl anwenden. Das wird wahrscheinlich besser sein. Okay. Und den Zug beenden. Okay. Ihr habt völlig vergessen, dass Briganten Waldkenntnis haben können. Das ist also Fehler Nummer 1. Also lass uns zählen, wie viele Fehler ich in einer Runde machen kann. Und der Schaden war ziemlich hoch. Was kann ich damit machen? So etwas in der Art. Ich bewege diesen Kerl anstelle des Barbaren nach vorne, weil ich will, dass er den ersten Gegenangriff abfängt. Und im Grunde genommen ist er ein Köder. Ich möchte, dass er so viel Schaden wie möglich einsteckt. Also greifen wir mit ihm an. Du kannst deine Axt werfen. Schön. Wenigstens dieser eine Schadenspunkt und du kannst angreifen. Was ist mit dir? Ich glaube, der Schaden durch den Gegenangriff und den Angriff im nächsten Zug wäre wahrscheinlich zu viel. Dieser Typ hier hat am wenigsten. Und ich hoffe, beide konzentrieren sich auf ihn. Okay, bleiben wir einfach zurück. Und die letzte Erschöpfung für diesen Typen. Und ich muss mit dem Helden vorsichtig sein. Er hat durch diesen Schuss viel Schaden genommen. Vielleicht kannst du wenigstens deine Axt werfen. Und den Zug beenden. Also dieser Typ hat jetzt seine gesamte
Ausdauer aufgebraucht. Mehr Schaden für den Helden. Und was kann ich jetzt tun? Ich sollte wirklich mit dem Helden weggehen, weil der Dieb mit seinem Fernkampfangriff und den Messern, die er wirft, kommt. Das könnte wirklich gefährlich für den Helden werden. Der Bogenschütze hat noch ziemlich viel Ausdauer. Sollte ich anfangen zu rennen oder habe ich noch Zeit, mit dem Helden eine Runde zu warten? Ich sollte wahrscheinlich jetzt anfangen zu rennen. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt losrenne, muss ich mit diesem Barbaren weg. Was bedeutet, dass ich nicht alle 3 Angriffe auf ihn konzentrieren kann. Jetzt ist die Frage, kann ich ihn töten? 6 bis 10. Das ist etwa eine 50-prozentige Chance. Vielleicht kann der Held ein wenig Schaden machen, so einen Punkt. Was es nötig ist? Ich denke, ich muss es tun, denn ich habe wirklich nicht diese eine Runde Zeit. Es wäre zu gefährlich. Also muss ich so etwas in der Art machen. Und womit möchte ich jetzt anfangen? Es spielt keine Rolle. Nun, eigentlich spielt es doch eine Rolle, weil ich möchte, dass dieser Typ mehr HP hat, denn er ist derjenige, der sich alleine um den Dieb kümmern muss. Also ich möchte, dass er so viele Trefferpunkte wie möglich hat. Aber jetzt kannst du diesen Typen erledigen und ich denke, für die nächste Runde wird dieser Brigant nichts mehr tun können. Also sollte der Held hier sicher sein. Du wirst wahrscheinlich einen zusätzlichen Treffer vom Bogenschützen abbekommen, aber mit 7 Trefferpunkten solltest du selbst im Sumpf überleben können. Ja, da ist es. Wenn so schnell du kannst. Du kannst diesen Typen erledigen. Du kannst so schnell wie möglich zum Bogenschützen vorlaufen, wieder zurücklaufen und die Zähne stecken im Sumpf. Also wirst du zumindest eine Menge Schaden nehmen. Aber nicht einmal Schaden durch den Gegenangriff. Das ist wirklich gut. Und nächste Runde. Okay, das scheint in Ordnung zu sein. Kannst du ihn töten? Bitte tu es. Du versteckst dich vorsichtshalber auch im Wald. Und das ist in Ordnung. Er hat bereits keine Munition mehr. Hat er nicht? Und aus irgendeinem Grund schießt er nicht. Okay, egal. Warum nicht? Okay, der Kampf ist also vorbei. Das war eigentlich ziemlich knapp, aber ja, alle Einheiten, die ich lebend haben möchte, sind am Leben. Bisschen Gold und ein Stufenaufstieg. Magie. Nicht ideal, aber besser als Gesundheit. Und was ist mit den Fähigkeiten? Führung, defensive Taktik, Fernkampftaktik. Okay, das ist Mist. Führung, dafür ist es zu früh und ich brauche wirklich etwas mehr Verteidigung, etwas Angriff. Das wird also meine Priorität sein. Offensive Taktik, defensive Taktik, einige Trefferpunkte. Die Fernkampfverteidigung wird tatsächlich sehr helfen, besonders später bei Heilern. Also nehmen wir das. Und für Stufenaufstiege, mehr Trefferpunkte, 3-mal. Und was haben wir hier? Briganten und Ritterorden. Briganten sollten einfach sein, aber ich muss warten, bis sich die Armee erholt hat. Und Ritterorden? Ich sehe immer gerne Ritterorden oder wie heißt das? Zweite Inquisitoren im ersten Ring der Provinzen. Das bedeutet, es gibt eine Tier 3 Einheit und mit Netz ist es so leicht zu töten und die Belohnung ist immer wirklich gut. Das ist also tatsächlich ein wirklich guter Ort. Es ist immer ein Bonus, das so früh zu bekommen. Also, das wird wahrscheinlich das erste sein, worauf ich mit Netz losgehe. Aber für den Moment denke ich,
sollte zurückgehen. Und wenn möglich, einen Heiler holen. Haben wir zuerst genug Gold dafür? Ich brauche den Altar. In der nächsten Runde, wenn wir zurückkehren, wird es die Bruderschaft sein. Wird es die Bruderschaft sein? Und wie viel kostet ein Heiler? 40 Gold, so etwas in der Art, wenn ich mich recht erinnere. Also es sind 140. Und wie steht es um unsere Wirtschaft? -12. Wenn mein Rechnen stimmt, sollte er gerade genug haben, um den Heiler in der nächsten Runde zu bekommen. Ich muss nichts plündern und keine Runde verschwenden. Vielleicht muss ich das ohnehin wegen des Schadens an meinen Einheiten und meinem Helden tun, aber nun, das werden wir in der nächsten Runde sehen. Also für den Moment gehen wir zurück. Und wie ich schon sagte, 143. Ja, das sollte funktionieren. Bruderschaft. Und jetzt kostet der Heiler wirklich 40 Gold, wie ich es in Erinnerung habe? Ah, tut er. Okay, gut. Und weil wir einen zusätzlichen Slot für Zauber haben, nehmen wir noch Ermüdung. Das wird tatsächlich ziemlich viel helfen. Jetzt kann ich 2 Einheiten mit den Zaubern ausschalten, das hilft also. Und ich denke, ich sollte in der Lage sein, die freie Siedlung zu bekommen. Der Schaden ist nicht so schlimm. Ich muss nur mit dem Helden vorsichtig sein, das ist alles. Okay. Also Zug beenden und 5 von ihnen. Ich hatte auf nur 4 gehofft, aber selbst mit diesen 4 Ermüdungen, auch wenn es 4 oder 2 Speerträger sind, sollte es immer noch gehen. Was ist mit der Positionierung? Ist etwas wie... Komm schon. Vielleicht das hier oder sogar das. Wahrscheinlich so etwas. Oder das hier wird besser sein, soweit wie möglich. Okay. Also lass uns den Kampf beginnen. Und, wie sieht es aus? Bei Miliz. Das sollte in Ordnung sein. Erste Ermüdung für dich. Und die Heilung für dich, weil du an der Front bist, und beende den Zug. Wie viel Ausdauer hast du? Das bedeutet, wenn ich dich jetzt verzaubere, bewegst du dich trotzdem weiter. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, aber weil ich mir nicht sicher bin, sage ich es noch einmal. Wenn man Ermüdung auf eine Einheit anwendet und sie zu wenig Ausdauer hat und in der nächsten Runde nicht in den Nahkampf kommt, bleibt sie einfach stehen und wartet darauf, Ausdauer zurückzugewinnen. Wenn man also zu früh anfängt, die Einheiten zu belegen, gewinnt man nichts. Sie warten einfach, gewinnen Ausdauer zurück und erreichen die später. Daher ist es besser, den Zeitpunkt genau abzustimmen und sie zu dir kommen zu lassen, kurz bevor du die erste Ermüdung auf sie wirkst. Das stiehlt ihnen den letzten Rest an Ausdauer, den sie noch haben. Hier ist es sicher, ihn schon zu bearbeiten. Und hier. Lass uns den Zug beenden. Ich denke, dieser eine Treffer sollte kein Problem sein. Lass uns ihn heilen, damit er sich aus der Reichweite des Heilers bewegen kann. Und diesen Kerl töten. Hier ist die zweite Ermüdung für den
Speerträger. Das ist es, wovon ich gesprochen habe. Jetzt hat er nur noch 3 Ausdauer, aber da er im nächsten Zug in den Nahkampf gelangen kann, wird er sich trotzdem bewegen, auch wenn die Ausdauer so niedrig ist. Also. Jetzt ist es viel effektiver, als es zu früh zu wirken. Und den Zug beenden. Okay, das ist in Ordnung. Dieser Schaden für die Heilung war gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich werde trotzdem die Erschöpfung auf den Schleuderer wirken. Und lass uns diesen Kerl heilen. Du kannst angreifen. Ihr alle könnt diesen Typen erledigen. Und ich hoffe wirklich, dass dieser Milizionär nicht 8 Schaden bei einem Angriff von 4 verursachen kann. Auf keinen. Und sie greifen diesen Kerl an. Was zum Teufel? Nun lass uns ihn heilen. Du kannst schon anfangen, dich in Richtung des Schleuderers zu bewegen. Könnt ihr 2 ihn töten? 6 bis 8. Das könnt ihr wahrscheinlich. Du wirst zuerst angreifen. Also lass uns einfach aus dem Sumpf rausgehen, um den Schaden zu verringern. Du wirst ihn erledigen und du kannst so viel Schaden wie möglich anrichten. Und jetzt wird er etwa 2 Ausdauer haben. Er sollte hoffentlich in der Lage sein, den Barbaren zu töten. Ja, mit 2 Schaden. Okay, aber jetzt solltest du zurückgehen, um die Heilung zu bekommen. Du kannst diesen Kerl töten und du kannst anfangen, den Schleuderer zu erledigen. Es ist tatsächlich etwas härter, als ich dachte. Alle Einheiten fallen ziemlich tief ab. 6, 7, 6. Nun aber ja, das ist das Ende. Alles hat überlebt. Der Heiler hat die ganze Heilung verbraucht. Also drückt die Daumen für eine Medaille. Es würde sehr helfen, hier die Heilmedaille zu bekommen. Provinzen erobert, ein bisschen Gold. Levelaufstiege. Was haben wir hier? Moral. Moral ist völlig nutzlos. Also nehmen wir den Berserkerkönig. Kann mir die Medaille definitiv nicht leisten. Angriff ist gut. Nochmal Angriff. Und die Medaille. Das ist wirklich schön. Ich hätte wirklich gehofft, das zu bekommen. Also ja, ich will es. Lass uns die Provinz überprüfen. Brians Kampf, Magier und Wissensspeicher. Ich werde das später überprüfen. Definitiv ein Blick wert. Denn Zaubersprüche wie Paste oder vielleicht Verwundbarkeit, Munition verbrennen, das sind Zauber aus Magieschulen. Werde wahrscheinlich nicht hinterhergehen, aber sie sind nützlich. Wenn man sie also aus dem Wissensspeicher bekommen kann, ist das immer gut. Und was soll ich tun? Ich werde definitiv mindestens einen Zug brauchen, um mich ein wenig zu erholen. Der Plan wird also sein, hier zu plündern und dann entweder hinter diesem Briganten herzugehen. Wie sieht es denn mit den Erfahrungen für den Helden aus? Ich schau mal, wie weit es noch bis zum Levelaufstieg ist. Oder vielleicht eine weitere Provinz holen. Ich denke, es ist besser, diese Banditen zu jagen, um etwas Beute, Gold und vielleicht einen nützlichen Gegenstand zu bekommen. Aber zuerst muss ich definitiv eine Runde plündern. Und ja, ich werde diesen Teil wieder kürzer halten, da es mehr oder weniger nur die Einführung für das Scherbenreich ist. Und es kommt mir nach der Pause alles viel härter und schwieriger vor. Also ich denke, ich mache hier eine Pause, gehe kurz weg, um den Kopf frei zu bekommen und komme nach einer Weile wieder zurück.
Also, ich hoffe, es gefällt euch. Ich weiß, es läuft nicht so flüssig wie im vorherigen Teil, aber hoffentlich macht es trotzdem Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder, in dem wir versuchen werden, den Rest der ersten Provinzreihe zu erobern und etwas an der Wirtschaft zu arbeiten, da das Einkommen jetzt schon bei -18 stark sinkt, Aber das kommt im nächsten Teil. Also bis dahin, habt eine gute Zeit, Leute, und tschüss.